Das war richtig Dschungelcamp. Matsch, Dreck, wilde Tiere. Als wir dort ankamen, war noch gar nichts. Das heißt, erstmal Klappspaten frei machen, Schaufeln beginnen. Wir wussten, es geht weiter Richtung Feindgebiet, Richtung Israel. Macht nichts, Auftrag, Ausführung. In meinem ersten Einsatz haben die Höhen 431 und 432 für uns quasi gar keine Rolle gespielt. Wir sind Patrouillen gefahren, wir sind Patrouillen zu Fuß gegangen, wir waren öfter auf der sogenannten Westplatte unterwegs, haben dort zeitweise FOBs errichtet, aber auf den Höhen waren wir gar nicht. Jetzt in diesem Video befinden wir uns im Jahr 2010 und zwar am Anfang 2010 in meinem zweiten Einsatz wieder in Kunduz. Ich habe das ja in einem meiner letzten Videos erzählt, die Reihe über meine Einsätze in Afghanistan. Ich war einmal 2008 auf 9 in Kunduz, Afghanistan und dann nicht mal ein Jahr später wieder in den Einsatz beordert und zwar wieder nach Kunduz. Wir schauen uns die Höhen 431, 432 bzw. die Geschichte dahinter, die Geschichte, wie ich sie erlebt habe, jetzt genauer an. Ich habe gesagt, ich mache hier ein extra Video zu. Man hat sich wohl entschlossen, dass man diese Höhen ausbauen will und dauerhaft besetzen will, bevor es vielleicht die andere Seite tut. Denn ja, die Höhe bedeutet natürlich, dass man weitläufig das Gebiet kontrollieren kann, was natürlich eine kluge Entscheidung ist, die dann zu besetzen. Und vor allem, es war ja so, dass diese Höhen nicht gerade irgendwo gelegen waren, sondern wir befinden uns jetzt hier unweit des PHQ, des Police Headquarters im Distrikt Shah Dara und zwar unweit der Ortschaft Isakel. Isakel, diese Ortschaft ist bekannt und zwar war das die Ortschaft, bei der das sogenannte Karfreitagsgefecht eben auch 2010 stattgefunden hat. Was allen, die damals schon Nachrichten geschaut haben, sicherlich ein Begriff ist, war das markante Klo der Höhe 431. Das kannte quasi so gut wie jeder, als ich wieder zurückkam. Das war jedem bekannt und ja, damit beginne ich auch mit der 431. Wir fuhren meistens aus dem Lager heraus Richtung PHQ, zwischen halt eben Police Headquarter und dann ging es weiter auf der sogenannten Straße Little Pluto runterwärts Richtung Isakel. Und da kam dann als erstes die Höhe 431. Man muss dazu wissen, dass diese Höhen, die waren schon vorher mal besetzt, Jahrzehnte vorher. Wir waren nicht die Ersten, die auf die Idee kamen, dort eben dann Stellungen zu errichten. Als wir den Einsatz antraten, 2010, war die 431 quasi schon ausgebaut. Das war einfach auch eine sogenannte FOB, also Forward Operating Base. Ja, so ein Außenposten, der in der Regel mit Zugstärke besetzt war, mit Infanterie besetzt war. Das heißt, ausgebaut mit behelfsmäßig Unterkünften, will ich es mal nennen. Als wir kamen, war das wirklich schon toll, luxuriös ausgebaut. Man muss sich vorstellen, man ist da in Unterständen untergebracht, wo man schläft sozusagen. Da waren schon Feldbetten da. Es war sogar Heizung installiert, das heißt, weil wir ja im Winter waren und da hat es geschneit, hat es gefroren, da mussten wir so gar nicht frieren. Einwandfrei war das. Was anders war, beziehungsweise die Umstände, die anders waren, als es hieß, es geht noch weiter Richtung Isakel, von der 431 weiter die Little Pluto runter zur nächsten Höhe, die sogenannte Höhe 432. Und die war noch nicht besetzt. Da hatten wir tatsächlich den Auftrag, jetzt hinzugehen und diese Höhe zu besetzen und im Folgenden dann natürlich auch flott zu machen, sprich auszubauen. Als wir dort ankamen, dann waren natürlich die ersten Gedanken, ich kann jetzt über meine persönlichen Gedanken nur sprechen, jetzt sollst du da hochgehen. Der Gegner ist ja auch nicht ganz, sag ich mal, unwissend und unbedarft und vielleicht hat er da die ein oder andere Überraschung hinterlegt in Form von einer Sprengfalle, das Ganze vermint und so weiter. Nützt aber nichts, du hast ja einen Auftrag und der wird eben ausgeführt. Das heißt, wir sind dann auf die Höhen
und haben diese Höhe dann besetzt mit dem Auftrag, nicht von dort wieder zu gehen, sondern dort eben die Höhe zu besetzen und zu warten, dann bis unsere Zeit eben dort für die Raumverantwortung in dem Bereich jetzt dann zu Ende war und wir eben von weiteren Kräften, von anderen Kräften, von einem anderen Zug aus dem Lager in Kunduz rausgelöst werden, die dann eben die Höhe besetzen und dort die Verantwortung übernehmen. Als wir dort ankamen, ich habe ja gesagt, diese Höhe war schon mal in der Geschichte besetzt, war da quasi kaum was vorzufinden. Die Gräben, die wohl dort schon mal existiert hatten, also die Höhe war ja auch damals wohl ausgebaut, die konnte man quasi nur noch erahnen, aber ich erinnere mich nur ganz genau, es war nicht wirklich eine Deckung, wenn wir jetzt in dem Moment angegriffen worden wären. Und so sahen auch die ersten Momente aus. Du gehst auf die Höhe, du besetzt die Höhe, beziehst Stellungen und wir wissen ja, es gibt quasi keine Stellung, die final ausgebaut ist. Man kann immer weiter Verbesserungen vornehmen, genauso wie bei seiner persönlichen Ausrüstung. Da ist man auch nie fertig. Es gibt immer was man da noch weitermachen kann. Und hier auf der Höhe 432 waren wir jetzt ja komplett am Anfang gestanden. Das heißt, da ging es jetzt erst so richtig los. In dem Moment wirklich Klappspaten freimachen und Schaufeln beginnen. Das heißt, hier haben wir wirklich begonnen, erstmal behelfsmäßig mit unserem Werkzeug, das wir dabei haben, also der Spaten, hier uns in die Erde einzugraben, um unseren Schutz einfach zu verbessern. Ja, auf dem Bild hier sieht man jetzt quasi die ersten Minuten, die ersten Stunden, die ersten Momente, die wir auf der Höhe verbracht haben. Hier haben wir schon unsere Gräben mehr oder weniger ausgehoben erstmal. Und der in dem Biwaksack, der da liegt, der bin ich gerade, den man sieht, der sich gerade hier eine Ruhepause gönnt. Wir haben gesagt, hier Augen-TD, also technischer Dienst an den Augen, von innen auch mal gucken, ob alles passt. Ja, so sah es aber am Anfang aus. Das heißt wirklich, schlafen wir da, wo du gerade bist, im Dreck, im Matsch. Und das ist gar nicht so viel oder übertrieben gesagt, denn Matsch gab es dort reichlich, vor allem dann im Winter, beziehungsweise als es wieder rauswärts ging und der ganze Schnee geschmolzen ist. Du richtest dich dann da natürlich so gemütlich wie es geht ein, baust immer weiter die Stellungen aus, wie ich schon gesagt habe, und gehst einfach deinem Beruf nach, deinen Tätigkeiten. Das heißt, wie auch jetzt hier zu sehen, werden natürlich direkt Entfernungsskizzen angefertigt. Hier sehen wir auch schön die 431, die 432, dann markante Punkte im Gelände. Das heißt zum Beispiel Baumgruppen oder irgendwelche Häuser, einfach eben markante Punkte im Gelände, wo du die Entfernungen schätzt, beziehungsweise wir hatten natürlich den Laser Rangefinder, also Laserentfernungsmesser dabei, mit dem wir dann präzise die Entfernungen feststellen konnten. Denn da komme ich jetzt auch dazu, was war denn die Bewaffnung für manche Waffen, wenn nicht für alle, ist natürlich von Vorteil, wenn du die Entfernung weißt. Also zum Beispiel für Waffen wie die Gramawa 40 mm Granatmaschinenwaffe oder auch die Melan, die wir durchaus hatten, das Maschinengewehr 3, also MG3 und natürlich die anderen üblichen Handwaffen, die der Infanterist bei sich trägt. Als Backup-Waffe hatten wir immer die P8, das G36. Dann hatten wir natürlich auch noch weitere schwere Infanteriewaffen, wie zum Beispiel die Panzer- bzw. Bunkerfaust. Wir hatten die Carl Gustav, die allerdings in diesem Einsatz nur den Zweck erfüllt hat, Vorfeldbeleuchtung zu schießen. Das heißt die Illum, also du schießt hier einen Leuchtkopf, einen Gefechtskopf weg, der dann irgendwann aufploppt und dann Licht macht, beziehungsweise teilweise eben auch am Tag verschossen, um eben sozusagen oder das sogenannte Show of Force zu schießen. Das heißt, du zeigst dem Gegner, hey, wir sind da, wir sehen euch, wir haben euch aufgeklärt, gebt lieber Acht. Wir mussten gar nicht ewig schaufeln, sondern wir haben Verstärkung bekommen beim Ausbau der Stellungen, und zwar von lokalen Kräften. Das war natürlich ein Programm, es war so gewollt, dass man natürlich
nicht nur irgendwo hingeht in ein anderes Land und das besetzt, sondern auch was mitbringt, beziehungsweise den lokalen Kräften dann auch hilft. Und wie kann man denen helfen? Natürlich, indem man ihnen zum Beispiel Arbeit gibt und sie dafür entlohnt. Und so war es auch da. Man hat eben lokale Kräfte dazugeholt, die dann das Stellungssystem ausgegraben haben und beim Ausbau der Stellungen geholfen haben. Das war natürlich von oben ziemlich nett gedacht, sage ich mal. Und wenn man sich das ganze Konzept so vor Augen führt und anhört, ist es natürlich auch stimmig und ergibt grundsätzlich auch Sinn. Wenn du als Soldat da aber vor Ort bist, dann kann ich dir sagen, dass du nicht immer das allerbeste Gefühl bei der Aktion hattest. Natürlich ist es so, dass du früh die Arbeiter ankommen siehst und dann siehst, wie sie von lokalen Kräften der Sicherheit kontrolliert wurden, ob sie irgendwelche Waffen oder Sprengstoff am Mann hatten. Und dann ging es ab zu uns auf den Hügel zum Schippen. Das ist natürlich zum einen der Nachteil, weil du gar nicht weißt, ob der kontrolliert, nicht auch vielleicht einer von der Gegenseite ist oder sonst irgendwas, oder da muss ja niemand was dabei haben. Ich meine, immerhin war der Hügel komplett voll mit Waffen, die natürlich niemals unbeaufsichtigt sind, aber ich sag niemals nie, die hatten auch eine Schaufel und so weiter. Ja, anderes Thema. Der nächste Punkt natürlich, worüber du dir Gedanken machst, ist, wenn die selbst die Stellungen bauen, dann wissen die natürlich auch komplett, wie es da oben aussieht. Es ist jetzt kein riesen Stellungssystem gewesen. Da oben ist ganz klar, das war nur ein kleiner Hügel, aber dennoch. Naja, aber das sind Sachen, worüber du dir als Soldat eben grundsätzlich keine Gedanken machst, ob das jetzt gemacht wird oder nicht, aber es sind die Gedanken, die du dir machst, wenn du selbst vor Ort direkt ganz vorne mit dabei bist. Irgendwann hatten wir hier auch Befestigungen, also nicht wie im Bild vorhin, wo wir gesehen haben, wo wirklich kein Sandsack, kein Hesko und sonst gar nichts da war, außer, wie gesagt, wirklich bei Beschuss, wenn was gewesen wäre, dass du deine Rübe einziehen kannst. Ja, aber das hat sich dann eben geändert. Das heißt, auch hier wurde komplett ausgebaut, komplett Stellungssystem mit Deckung, Laufgräben und so weiter. Ja, und dann ließ es sich da natürlich auch gut aushalten. Ja, das Leben da draußen ist natürlich auch, sage ich mal, wenn du da ein paar Tage bist, wie es eben ist, wenn ich es mal so sagen kann. Ja, wie stellt man sich das vor? Es gibt nicht zu viel zu tun. Du wirst eingeteilt natürlich für Alarmposten, Tag und Nacht, 24 Stunden, ist ganz klar. Ansonsten Ruhephase. Du unterhältst dich. Ansonsten gibt es nicht viel zu tun. Ab und zu war mal noch weiter Richtung Isakel eine Fußpatrouille. Einmal gab es einen Zwischenfall. Da wurden wir auch beschossen von den eigenen Kräften, aber nicht von unseren eigenen Leuten, sondern von der afghanischen Polizei. Da war nämlich auf der Little Pluto so ein Straßenposten, so ein kleiner, nur mit einem Mann besetzt. Und als wir mit der Fußpatrouille zurückkamen, hat der uns eben Feuer gegeben und da war es so richtig knapp. Ja, wenn wir schon dabei sind bei Feuer und was hat es da gegeben, da ist aber zu sagen, dass auch wenn es im zweiten Einsatz, wie ich ja im Video über meinen zweiten Einsatz gesagt habe und in den anderen Videos, wo ich einzeln auf Feuerkämpfe eingehe und diese beschreibe, gab es hier bei den Höhen quasi gar nichts. Wir hatten zwei Vorfälle. Das eine war das Friendly Fire und der zweite Vorfall war tatsächlich bei unserem letzten Auftrag in meinem zweiten Einsatz. Nach dem Auftrag ging es zurück ins Lager und dann Material abgeben nach Hause und da wurden wir auf der Höhe 432 beschossen. Und zwar mit einer alten Gramava. Ja, weiß ich noch, da hat es Blickrichtung Isakel, rechts von uns, aber locker 50, 80 Meter neben uns eingeschlagen. Ich glaube, 3, 4 Dinger sind hier in den Acker gehagelt, also weit verfehlt. Unsere Gramava
hat dann, nachdem ja unser Zugführer die Info bekommen hat über Telefon, wo das Feuer wohl herkommt, zurückgewirkt. Danach war Ruhe. Das heißt, auf die Höhen wurde eigentlich nie wirklich vom Feind angesetzt und haben uns in Ruhe gelassen. Wir die aber auch.